Das ist der letzte Tag der Tromanale. Das ist wahrscheinlich der letzte Tag ever. Es gab niemals wieder einen letzteren Tag als diesen letzten Tag. Denn die Tromanale, die gab es nach diesem Tag auch nie wieder. Oh Mann, das ist so traurig, Carlos. So traurig. Naja, und heute wurden halt noch die Filme gezeigt, die so spät eingereicht wurden. Sogar ein Film, der uns auf der Berlinale einfach in die Hand gedrückt wurde. So lief das damals, bevor es YouTube gab. Man musste quasi seinen Film irgendwie auf DVD brennen und dann irgendjemanden in die Hand drücken, den man auf der Straße getroffen hat. Und schwupps hatte man das, was quasi heute sowas ist wie ein View. Ja, so lief das. Der Film ist übrigens Blinky, der kleine Grott. War bestimmt nicht so gut, der Film. Egal. Ralf Verpalen hat auch, wie schon bei der Tromanale 2005, die Highlights aus den Prelinger Archiven gezeigt. Die alten Lehrvideos von damals, die heute eher unterhaltsam sind. A sickness that was not visible like smallpox, but no less dangerous and contagious, a sickness of the mind. You see, Ralph was a homosexual. Und der Highlight-Film aus dem Troma Dance Film Festival, welches parallel zum Sundance Film Festival in Amerika stattfindet, wurde auch gezeigt. La Bagman. Ja, also ich denke, den Film brauche ich nicht weiter erklären. Der Film ist Legende. Der ist einfach Legende. Und Carlos, wie fandest du die Tromanale? Also die Tromanale ist irgendwo tief in meinem Unterbewusstsein vergraben. Ich versuche eigentlich jede Erinnerung an dieses Ereignis ganz stark zu verdrängen, weil es sonst zu ganz schlimmen Panikattacken und schlaflosen Nächten mit Albträumen kommt. Deswegen konnte ich mich eigentlich, bis du diese komische Videoreihe hier produziert hast, überhaupt nicht mehr an die Einzelheiten erinnern. Jetzt habe ich natürlich wieder Panikattacken und Albtraumnächte, aber gut, damit muss man leben. Wer A sagt, muss auch B sagen und diesen Kommentar lesen und sein gesamtes Leben ruinieren. Das gehört einfach dazu. Und ein Grund, warum die Tromanale, glaube ich, auch nicht mehr stattfand, ist schon irgendwie, die GEMA hat sich ja auch gemeldet. Ja, das Festival war ja nicht bei der GEMA angemeldet. Man muss ja wohl auch subkulturelle Underground-Filmfestivals, die kein Geld kosten, bei der GEMA anmelden. Und wenn man das nicht macht, muss man wohl eine Strafe von 10.000 Euro zahlen. Ja, freie Künstler, die gerade mal so irgendwie über die Runden kommen, noch 10.000 Euro zu verlangen, ist natürlich etwas unrealistisch. Keine Ahnung, wie das dann irgendwie ausging, aber vielleicht war das eines der Hauptgründe, warum es keine Tromanale mehr gab. Wegen der GEMA. Wie so oft. Immer ist die GEMA schuld. Ich find's echt schade, dass ich nicht irgendwie filmisch mehr festgehalten habe. Hätte ich gewusst, dass daraus irgendwann eine Dokumentation über die Tromanale wird aus den Aufnahmen, ich hätte viel mehr gefilmt. Ich habe bestimmt auch das ein oder andere Auftritt von irgendeinem Künstler habe ich nicht gefilmt, weil ich nicht dabei war, was aber bestimmt richtig geil war. Also ohne die Aufnahmen hätte ich, glaube ich, keine Erinnerung mehr davon. Ich hätte einfach nur noch gedacht, die Tromanale, das war doch irgend so ein Stiefelpiss-Event. Ich weiß es nicht, Pisse musste man da trinken, keine Ahnung, was das war. Ich hatte ja bloß durch Zufall meine Kamera dabei und weil ich mir irgendwie nichts zu tun hatte oder mich wichtig vorkommen wollte, habe ich halt rumgefilmt. Was aber, ich meine, ich habe davor eine Szene für Attack of the Troma God gedreht, also so eine Laborkittel-Szene. Das ist auch der Grund, warum ich bei der Tromanale-Parade mit Laborkittel rumgelaufen bin. Das ist quasi kein Kostüm, was ich mir extra ausgedacht habe. Nein, das ist Requisite von dem Film Attack of the Troma God. Ich hätte aber gerne mal das Klo gefilmt. Ich habe überhaupt nichts mehr im Kopf. Wo waren wir denn die ganze Zeit austreten? War das ein total zugeschissenes Klo? Weil wenn ich mir die Aufnahmen so angucke, anscheinend. Oder haben wir einfach alle in deine Stiefel gemacht, Carlos? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es das auch. Also, halt, und ein kleiner Einschieber. Es gibt doch Videoaufnahmen vom Tacheles Klo. Hier, so sah das Klo damals aus. Also ohne Sentinel. Genau, das war quasi die sanitäre Einrichtung, in der man sich gewaschen hat und Zähne geputzt hat und austreten war der ganzen 10 Tage über für die ganzen Leute, die da mitgemacht haben. Ach ja, und das sind natürlich, also der Troma-God-Song, der wurde auch zum Teil im Tacheles gedreht. Ja, hier, guckt euch das an, das gibt's alles nicht mehr, alles abgerissen, solche wunderschönen dekorierten Wände. Ach ja, herrlich. Und im Tacheles, da gab es auch ein Maskottchen. Tacheles hatte quasi eine Ratte als Maskottchen. Also da gab es bestimmt mehrere Ratten, aber eine oder mehrere waren halt sehr menschenfreundlich. Also die hatten nicht so Angst vor Menschen und deswegen hatten die so als eine Hausratte. Und die lief da immer rum und diese Ratte wurde auch im Tromanale-Flyer verewigt. Also das hat schon seinen Sinn, dass da eine Ratte abgebildet ist. Das ist halt die berühmte Tacheles-Ratte. Und das, was ich gefilmt habe, ist jetzt das Material, was ihr dort seht. Ich wusste noch gar nicht, wie die Kamera funktioniert.
Ich konnte auch gar nicht richtig filmen, sieht man ja, scheiß Aufnahmen, aber das ist quasi, wenn es Attack of the Dromagott nicht gäbe es jetzt auch nicht diese dromanale Dokumentation. Und damit hat der Film ja auch etwas Positives, nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Jetzt weiß die Nachwelt endlich, was sich im Tacheles neben den ganzen Kunstdarstellungen abgespielt hat. Heute ist das ganze Gebiet komplett gentrifiziert. Dort sind nur noch irgendwelche Sushi oder irgendwelche Hummus-Bars und die Leute laufen mit Yogamatten unter dem Arm herum und in viel zu teuren Schuhen, die total scheiße aussehen und halten sich für Künstler. Aber wir wissen, der wahre Künstler, der hat einen Stiefel voll Urin bzw. Hundekacke und das wird nie wieder so werden. Es sei denn, es kommt jetzt eine Hyperinflation und wir verarmen alle vollkommen und dann wird auch wieder das Tacheles aufleben in seiner alten Form mit Hundescheiße und menschlichem Urin. Also, das ist nur meine persönliche Meinung, aber wen interessiert dich schon? Ja, Carlos, du sagst es. Es kommt bestimmt irgendwann wieder. Ich meine, Dromanale war wirklich ein geiles Filmfestival. Ich habe sowas nicht mehr erlebt auf einem Filmfestival. Die ganzen Filmfestivals, die es so gibt in Deutschland und vielleicht auch in Europa, die sind immer so bestuhlte Veranstaltungen. Schau den Film, danach hast du Pause zum Pinkeln, dann schaust du den nächsten Film, hast wieder eine Pinkelpause, dann schaust du den nächsten Film, nimm dir was zu essen mit, weil sonst kriegst du Hunger im Kinosaal. Oh, das war überhaupt kein Festival, kein Party-Feeling. Die Dromanale hatte das aber. Ein Filmfestival und trotzdem richtig geil Party-Feeling. Und das hatte ich nur bei der Dromanale erlebt. Nur dort. Die Dromanale. Ja. Ja. War der Film Attack of the Dromagott auch bei der Dromanale? Nein, die Dromanale war doch 2006 das letzte Mal und 2010 war die Dromagott-Premiere. Aber nur wegen der Dromanale gibt es überhaupt Dromagott. Verstehst du, wie wichtig denn das Festival war? Ich freue mich schon auf den 11. Tag. Was da wohl passiert? Stirbt da jemand? Tja, hätte nicht gedacht, dass es einen 11. Tag gibt. Aber es gibt einen 11. Tag. Das ist der 11. Tag. Und gestorben ist nur der Underground-Film.